Mein Name ist Frank Brech, ich bin Geschäftsführer der EnBW Cyber Security GmbH. Jetzt wundert man sich natürlich, EnBW, Cyber Security, wie passt das zusammen? Logisch, als drittes Unternehmen muss man sich selber schützen. Und wir sind eine Ausgründung der EnBW und für den externen Markt aktiv, von der Beratung bis hin zum Managed Security Service, unter anderem mit unserem Partner Exeon. Zum einen suchen wir nach europäischen Lösungen. Das Thema Datenschutzkonformität ist natürlich ganz wichtig für uns. Zum anderen suchen wir nach praktikablen Lösungen, die schnell implementiert sind, die auch KI-basiert oder Machine Learning-basiert sind, die also lernen. Und da ist Exeon als Schweizer Unternehmen für uns der ideale Partner im Zusammenspiel. Es ist für unsere Analysten relativ einfach zu bedienen und zu verstehen, das Tool. Und es lernt eben regelmäßig dazu. Und das sind diverse Vorteile, warum wir uns für Exeon entschieden haben. Warum ist es gerade auch ein NDA so wichtig, wenn man an zum Beispiel NIS2 denkt? NIS2 fordert ja Business Continuity Management, das fordert, dass man dokumentiert, das fordert, dass man ein Risikomanagement aufbaut und bei diesen Themen unterstützt natürlich ein Network Detection Response, speziell die Exeon-Technologie. Man hat sofort eine Dokumentation, man hat eine Echtzeitanalyse, gerade was das Thema Risikomanagement anbelangt. Also all diese essentiellen Punkte einer NIS2-Richtlinie kann man sehr gut mit diesem NDA abbilden und deswegen haben wir es eben auch bei unseren Kunden, die zukünftig von NIS2 betroffen sind, im Einsatz. NIS2 wird jetzt eigentlich zum 17. Oktober 2024 eingeführt in nationales Recht. Das BMI, das Innenministerium, hat ja schon gesagt, es wird sich auf Frühjahr 2025 verschieben. Nichtsdestotrotz müssen ja dann diese 30.000 Unternehmen in Deutschland, die es betrifft, die es dann trotzdem umsetzen und sich jetzt auf den Weg machen. Und wie vorhin schon erwähnt, es ist ja nicht nur die Dokumentationspflicht, die ich mit dem NDA gut machen kann, sondern ich bin immer sicher, dass aktuelle Angriffsszenarien erkannt werden, was den Netzwerkverkehr anbelangt. Es ist ja auch Threat Intelligence mit integriert. Also ich habe auf jeden Fall schon mal einen stabilen Anker, was die NIS2-Umsetzung anbelangt, da ich nichts verpasse und da natürlich auch alles sauber dokumentiert ist. Besonders effektiv ist für mich, dass zum einen, es kommt ja der Druck auf die Unternehmen, dass NIS2 umgesetzt werden muss und es wird ein Run geben auf Dienstleister, die nicht in ausreichender Größe zur Verfügung stehen werden. Und da es so einfach zu implementieren ist, da es so schnell zu implementieren ist, sofort lernt im System, also sofort erste Mehrwerte schafft, ist es so essentiell auch für NIS2 schnelle Fortschritte zu erreichen. Man wird ja dann in ca. 3 Jahren das erste Mal auditiert, muss aber trotzdem, wenn man einen Cybervorfall hat, in dieser Zeit nachweisen, was man getan hat. Und da ist es natürlich ein ideales Tool, um hinterher die Nachweispflicht auch zu führen. Und wie vorhin schon mehrfach erwähnt, ist es einfach in der Handhabung, klar strukturiert und lernt permanent dazu. Das ist ideal. Ja, EnBW, Cyber Security und Exeon haben ja beide einen ähnlichen Weg gegangen oder gehen einen ähnlichen Weg. Exeon viel früher wie wir, das ist eine Ausgründung aus der ETH Zürich gewesen. Und wenn man so erfolgreich so lange am Markt ist wie Exeon, dann kann man dann versteht man Kunde, dann weiß, was der Kunde sich wünscht, was Kundenbedarfe sind und man weiß, wie wichtig Kundenzufriedenheit ist. Und das stellen wir eben auch bei unseren Kunden fest, wo wir jetzt Exeon im Einsatz haben. Die sind damit sehr zufrieden, loben nicht nur das Tool, auch das Zusammenspiel mit unseren Analysten im Managed Security Service. Und deshalb war das für uns genau der richtige Weg und die richtige Entscheidung, diesen Weg mit Exeon zu gehen. Und wir gewinnen regelmäßig neue Kunden dazu. NIS2 kommt jetzt ja, aber es wird ja weitergehen. Es ist ja schon eine NIS3 in der Mache, das heißt, auch da werden die nächsten Schritte eingeleitet und es wird immer mehr reguliert werden. Das Thema Threat Intelligence, also bekannte Angriffsmuster einzuarbeiten in den Scan, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, aber eben auch aktuelle Angriffsszenarien immer wieder zu integrieren, damit das, was schon mal passiert ist, auch sofort erkannt wird. Das ist für die Zukunft ideal. Kommen dann neue regulatorische Anforderungen dazu, muss man schauen, wie weit das Tool das heute schon kann, wie weit man noch etwas weiterentwickeln muss. Aber da sind wir in der Partnerschaft, was Kundenwünsche, Kundenbedürfnisse anbelangt, natürlich ideal aufgestellt.